Bei den Naturtonbindungen, vor allem von einem tieferen Ton zum nächsthöheren oder noch höher, kann es immer passieren, dass ein Bruch entsteht, ein Knacken, ein Krachen oder der Ton geht gar nicht erst nach oben. Nach unten zu binden ist meistens kein Problem, man macht weniger, man kommt schon nach unten. Natürlich sollte man das auch trainieren, aber wir beschäftigen uns heute mit der Aufwärtsbindung. Wenn wir uns mal zwei Töne nebeneinander stellen, C2 und E2, also diese große Terz, spielen wir erstmal die beiden Töne angestoßen nebeneinander, um zu fühlen, was denn der Unterschied ist. Beim E2 muss ich etwas mehr machen, aber ich brauche auch dieses Gefühl, damit ich weiß, da muss ich am Ende hinkommen. C2 und E2. Na, man merkt schon, man muss etwas mehr machen, es entsteht mehr Luftdruck, die Zungenposition ist eine andere, etc. pp. Beim Binden muss ich also jetzt mit der Zunge und mit der Luftführung, der Ansatzmuskulatur und der Körperspannung den Ton also von der Einstellung C2, wie gerade eben schon erfüllt, auf das E2, wie gerade eben auch erfüllt, nach oben bringen, ohne dass ich dazwischen abbreche oder die Zunge benutze. Anfänglich, wenn es bei dir nicht funktionieren sollte, mach's in Zeitlupe. Da gibt es so einen kritischen Moment in der Mitte, wo der Ton umschaltet und eben zum E2 wird. Und dann sind wir schon im Töne treiben. Das geht von oben nach unten meistens einfacher, aber von unten nach oben muss man es eben auch machen. Deswegen meine Empfehlung, wenn du deine Bindungen trainierst, mach's in Zeitlupe. Wieso? Du kannst viel besser nachvollziehen, was da passiert. Wir binden jetzt nach oben, stellen aber erstmal die Töne nebeneinander, C, E und G2. Das ist natürlich schon der nächste Schritt, damit man etwas in Geschwindigkeit kommt. Wieso solltest du oben in der zweigestrichenen Oktave üben? Ganz klar, die Intervalle sind kleiner. Von C auf E2 eine große Terz, von E2 auf G2 eine kleine Terz. Alles ziemlich nah beieinander und es wird noch enger, sobald du noch weiter nach oben gehst. Unten C1 auf G1, reine Quinte, G1 auf C2, eine reine Quarte, sind wesentlich größere Intervalle. Das heißt, da müssen wir natürlich beim Trompetentraining explizit darauf achten, dass wir das langsam und wirklich in aller Ruhe angehen. In Zeitlupe trainieren. G1, C2. Und du wirst merken, umso öfter du das machst, umso mehr bekommst du ein Gefühl dafür. Aha, es wird schon besser, ich bekomme ein Gefühl dafür, die Töne sind gar nicht so weit auseinander. Ah, jetzt komme ich geschmeidig drüber, ja wunderbar. Und das täglich wiederholt, trainiert und schult letztendlich deine Fähigkeit, auch in Stücken ohne Probleme größere Intervalle binden zu können. Das kannst du dann auch übertragen auf die Oktave, wobei uns da die Zeitlupe wenig bringt, weil wir haben natürlich von C1 auf C2 genau das G1 in der Mitte liegend. Das heißt, wir trainieren natürlich unten die reine Quinte, C1 auf G1, G1 auf C2, die reine Quarte und bekommen dafür langsam ein Gefühl, was man denn machen muss, wenn man dann zum Beispiel von C1 auf C2 bindet, ohne dass der Naturton dazwischen liegend, G1 in dem Fall, einrastet. Wichtig ist hierbei immer, nimm es mit Geduld und beobachte dich ganz genau. Was macht deine Luft? Ist der Hals zu, ist der Hals offen? Was macht deine Zunge? Wie ist die Körperspannung? Wie steigt der Luftdruck, wenn du nach oben gehst? Diese Komponenten immer langsam trainieren, damit du absolut nachvollziehen kannst, was da passiert. Ob zum Beispiel eine Blockade im Hals entsteht und du immer den Ton eng machst. Ich wünsche dir bei deinem Training von Naturtonbindungen viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, welche Übungen du machst oder wie es bei dir funktioniert. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.